und willkommen. Mein Name ist Kati und ich freue mich, dass ihr wieder zu einem neuen Paint with Me eingeschaltet habt. Ja, den Koffer einmal zur Seite, falls ihr den noch nicht kennt. Das ist der mit den Tic-Tac-Dosen. Den hatte ich von Amazon mir geholt und der ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ihr seht es, ich sitze noch an meinem Alice-Bild. Sie ist ein wenig gewachsen. Wir hatten ja das letzte Mal hier bei der Karte gepaintet und da kam hier die Stelle mit den Haaren und das Gesichtchen noch dazu und hier oben gerade das Hasenohr. Und ich würde sagen, wir machen hier bei dem Hasen einmal weiter. Ja, es ist ja nicht mehr viel. Noch hier das Eck. Und dann ist sie fertig. Ich drehe mal gerade und gucke, dass das für euch gut passt. Und für mich natürlich auch, dass ihr da alles gut seht. Ich werde jetzt hier hingehen, einmal dieses Release-Papier abnehmen und auf eine Hälfte noch mal draufkleben, damit ich nicht immer kleben bleibe mit meiner Hand, weil ich lege meistens meine Hand ab beim Painten. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Mit dem Hasenkopf. Bin ja mal gespannt, wie der rauskommt. Aber das werden wir dann schon gleich sehen. So, Schiffchen. Und dann fangen wir mal mit der ersten Farbe an. Ja, wie war eure Woche so? Ich muss sagen, bei uns war alles ein bisschen chaotisch. Wir haben uns weitestgehend, ja, wie soll ich sagen, mein Mann ist halt krank geworden. Der hat sich jetzt die Erkältung eingefangen. Und dadurch ist das alles bei uns ein bisschen, ja, chaotisch geworden mit der Zeit. Er war erst noch unterwegs, beruflich unterwegs. Und jetzt kam er mit Erkältung nach Hause. Aber zum Glück nur normale Erkältung, also mehr nicht sozusagen. Aber trotzdem, krank sein ist schon blöd. Aber man kann es nicht ändern. Da muss er sich ausruhen und auskurieren und dann neu starten. Ja, wie gesagt, mein Mann war noch beruflich unterwegs die Woche. Und natürlich, wie sollte es dann anders sein, war natürlich auch was an meinem Auto. Und das musste auch gemacht werden. Es war hinten die Bremse an meinem Auto. Meine Güte, die hat gequietscht. Man hat mich meilenweit, hat man mich gehört. Zumindest hatte ich das Gefühl, man hört mich meilenweit. Ja, egal ob geradeaus fahren, Kurve fahren, links, rechts, es war egal wie ich gefahren bin, es hat gequietscht. Naja gut,
Also was macht man? Man ruft in der Werkstatt an. Und ich hatte jetzt Glück. Also das fand ich wirklich toll von den Mechanikern, weil ich durfte nach der Arbeit direkt dienstags vorbeikommen. Und dann haben die Männer sich noch mein Auto schon angeschaut und haben sogar gesagt, wenn ich es da lasse, dann machen sie das noch an dem Abend fertig und ich kann es dann wieder abholen kommen. Wir würden dann anrufen, wenn es fertig ist, und dann kann ich es abholen kommen. Und das hat wirklich einwandfrei geklappt. Also wirklich top. Top Leute, top Werkstatt. Alle super lieb. Und das Beste an dem Ganzen war noch, es war sozusagen fast direkt vor meiner Haustür. Also es war in der Straße, wo ich wohne, ist diese Werkstatt. Und da konnte ich dann einfach nach Hause laufen und auch mein Auto dann wieder zu Fuß abholen. Also das war wirklich ein Highlight für die Woche. Das wirklich top. Wir haben es gleich gemacht, gleich repariert. Ich konnte dann ohne Gequietsche am Mittwoch wieder auf die Arbeit fahren. Ich musste mir keinen Tag Urlaub nehmen, gar nichts. Wirklich super. Also ganz, ganz, ganz klasse. Ja. Ja, ich meine, das war was sehr Schönes in der Woche. Also da muss ich wirklich sagen, das hat mich sehr, sehr gefreut. Es war auch ganz gut, weil Urlaub wollte ich mir nicht nehmen, weil bei uns haben die Bus- oder der Linienverkehr hat gestreikt, die öffentlichen. Und ich habe eine Kollegin dann auch morgens immer mitgenommen auf die Arbeit, und das wäre schon doof gewesen, wenn ich hätte Urlaub nehmen müssen und sie dann ja dann auch, weil sie nie anders nicht auf die Arbeit gekommen wäre. Also und deswegen fand ich das wirklich, wirklich top. War sehr schön. Das hat mich unglaublich gefreut. Und ich finde, sowas hat man selten. Ich weiß jetzt nicht, wie da eure Erfahrungen sind. Aber also so flott hatte ich selten mein Auto repariert. Ja. Und dann auch noch an den Bremsen. Ich meine, ja, es ist Reifen runter, gucken und je nachdem die Arbeiten erledigen da. Also das dauert ja auch ein bisschen. Ich meine, die haben zwar ihre Werkzeuge, womit es ein bisschen flotter geht, aber trotzdem. Und dann auch noch später Nachmittag, Schrägstrich Abend. Ja. Ja, aber das fand ich, wie gesagt, super lieb. Ganz, ganz toll. Ja. Und dann wollte ich euch noch erzählen, was ich gekocht habe. Also, die Woche waren wir irgendwie sehr spartanisch. Aber dadurch, wenn mein Mann dann nicht da ist, wenn der beruflich unterwegs ist, weiß nicht, da haben die Kinder und ich auch nicht so wirklich Lust, irgendwas großartig zu kochen oder was großartig so auf die Beine zu stellen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Bei uns ist es so, ich meine, wir haben gekocht, aber halt eher Sachen, die ja relativ zügig einfach gehen. Also und dann auch ja, ratzfatz halt. Und dann muss ich sagen, die Sachen haben auch sehr gut geschmeckt. Die werde ich
jetzt mit in unsere Küche einziehen lassen sozusagen. Denn wir hatten mal ausprobiert eine Gemüsepfanne mit Reis. Da haben wir alles aus dem Kühlschrank, was noch da war, geholt, geschnippelt und eine Zwiebel noch dazu und haben das in der Pfanne angeschwitzt mit Gemüsebrühe abgelöscht und dann noch Reis dazu gemacht. Also wirklich, wirklich lecker. Und die Kinder haben es vor allen Dingen gern gegessen. Ich meine, ist ja auch nicht immer so, dass die das dann gerne essen, aber das haben sie gemacht. Wirklich toll. Ja, und nach dem Gemüse, nach der Gemüsepfanne mit Reis, hatten wir am nächsten Tag noch einen Teil von der Gemüsepfanne übrig. Und da bin ich dann einfach hingegangen und habe mir ein bisschen Hähnchenbrust klein geschnitten, so in die Stücke vom Geschnetzelten. Und habe die noch angebraten und habe die dann unter diese Gemüsepfanne gehoben. Und dann hatte man wieder ein ganz, ganz anderes Gericht. Ich habe es dann noch mit Käse überbacken, wie sollte es anders sein? Und das war auch sehr gut. Aber da hatten wir dann keinen Reis dazu, sondern da hatten wir nur so diese Aufbackbaguettes dazu. Also normales Baguette zum Aufbacken. Einmal Zwiebel und einmal normal. Und das war auch wirklich klasse. Also wirklich, wirklich lecker. Und dann hatte man schon die Essen von 2 Tagen. Mit, ja, sozusagen fast einmal Kochen erledigt. Weil der Hauptteil mit dem Gemüseschnippeln und das alles, das war ja dann erledigt. Also das war ja schon gemacht. Und deswegen ging das dann ratzfatz. Wirklich schnell. Genau. Und am Mittwoch, da hatten wir so, ich spreche das garantiert falsch aus, Wraps. Da hatten wir uns Wraps gemacht und da bin ich hingegangen und habe mit den Kindern einfach so eine Fertigsalatpackung gekauft, wo man auch das Dressing und sowas dazu hat. Im Aldi und Lidl und sowas, da kriegt man das. Und da hatten wir das gekauft. Ich hatte das mit, oh, was war das? Ich glaube, diese kleinen Shrimps waren da drin. Und dann das Dressing und halt der Salat dabei. Und ich habe dann die Wraps einfach in der Pfanne von jeder Seite kurz warm gemacht, habe sie dann mit dem Salat, den Shrimps und der Soße und so ein bisschen Streukäse belegt und habe sie dann zusammengefaltet und dann nochmal in die Pfanne gegeben. Und dann von beiden Seiten goldbraun sozusagen gebacken. Ja, und das hat den Kindern auch sehr gut geschmeckt. Mehr Warmes gab es dann am Mittwoch nicht. Aber das reicht ja eigentlich auch. Also, sie waren dicke satt. Ich meine, ich bin auch nachher noch hingegangen, weil in der Packung von diesen Wraps waren noch ein paar übrig. Von dem Salat Wraps hat da jeder, ja, meine Tochter hat einen gegessen, mein Sohn 1,5 und ich auch. Ich glaube sogar, ich habe 2 gegessen. Und dann waren noch welche übrig und dann habe ich die auch von jeder Seite
warm gemacht und habe dann noch ein bisschen Nutella drauf gemacht. Und habe es dann auch nochmal von beiden Seiten, also eingerollt dann mit dem Nutella und auch nochmal von beiden Seiten in der Pfanne warm werden lassen. Und das haben sie dann sozusagen als Nachtisch bekommen. Ich meine, wenn sie schon so essen, dürfen sie auch so essen, meine Güte. Ja, und das, muss ich ja wirklich sagen, hat auch sehr gut geschmeckt. Eieiei. Ja, am Donnerstag gab es dann Brot. Da haben wir nichts Warmes gegessen, da gab es nur Brot. Aber die Tage dürfen auch mal sein, finde ich. Das ist auch nicht schlimm. So Sachen dürfen gerne sein. Ja, und heute am Freitag mache ich nachher zum Abendbrot noch eine Bolognese, aber mit Rinderhackfleisch, weil mein Mann ist jetzt auch wieder da und er hat gesagt, er hätte gern ein bisschen Hausmannskost sozusagen. Und da habe ich dann gesagt, ah ja gut, dann hole ich Hackfleisch aus dem Gefrierer und dann gibt es mal eine Bolo. Meine Tochter isst super gerne Bolognese, aber nur mit den richtigen Spaghetti-Nudeln. Wenn man ihr so Spirelli-Nudeln oder sowas dazu macht, warum auch immer, dann isst sie das nicht mehr. Dann mag sie das nicht. Na, also gibt es heute Bolognese mit diesen Spaghetti-Nudeln, den langen Nudeln. Ja, das ist auch skurril. Also so Dinger, ich meine, darauf muss man ja keine Rücksicht nehmen, aber ja, ich mach's halt. Man kann ruhig ein bisschen ab und zu geben, aber trotzdem, wenn man das erzählt, da denkt sich garantiert jeder, oje, oje. Ja, aber es ist halt so. Ich meine, sie isst ja dafür andere Sachen, wo andere Kinder die Nase rümpfen. No. Und dann hat sie halt da ihre Vorliebe. Die anderen Nudeln, so Spirellis oder diese Fusilli und sowas, das isst sie auch. Aber halt mit der Bolognese nicht. Nicht so gerne oder auch gar nicht. Je nachdem, wie sie halt gerade Lust und Laune hat. Ja. Aber ist nicht schlimm. Mein Gott. Ich glaube, so haben wir alle Sachen, wo wir mögen und nicht mögen. Und das ist völlig in Ordnung. Ja, was ich am Wochenende koche, ich weiß noch nicht. Ich hatte morgen mit einer Suppe geliebäugelt, weil ich habe noch Kürbis. Und dann könnte ich eine Kürbissuppe machen, aber ich weiß noch nicht. Ja, und den Sonntag habe ich noch gar keinen Plan. Was esst ihr denn am Wochenende? Vielleicht kann ich mir Inspirationen holen. Denn manchmal bin ich da wirklich planlos. Dann hat man doch, ja, und das so viele Sachen, ja, wo man eigentlich kochen könnte, aber dann nicht will, weil man das meistens kocht. Ja, oder auf manche Sachen kommt man nicht. Also gerade in dem Moment kommt man dann auf so Sachen nicht, die man schon länger nicht mehr gekocht hat zum Beispiel. Deswegen, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr am Wochenende kocht. Oder ob es vielleicht auch nur eine Brotzeit gibt. Das wäre ja auch was. Obwohl gerade am Sonntag, bei uns war das früher so, Sonntag gab es bei uns früher, wie ich kleiner war, immer ein Braten.
Also wir hatten früher kein Fleisch in der Woche, sondern da halt wirklich dann, ja, was hatten wir immer? Wir hatten viel Brot, ja, Kartoffeln, dass man so Bratkartoffeln gemacht hat oder sowas. Ja, aber so einen richtigen Braten hatten wir nicht. Also den gab es wirklich nur sonntags. Und samstags hatten wir immer oder meistens Linsensuppe. Also samstags war der Suppentag, weil wir dann auch draußen die Sachen gemacht haben und alles. Und deswegen gab es dann samstags immer eine Suppe. Meistens Linsensuppe. Wir hatten aber auch Möhrensuppe oder Bohnensuppe. Aber eine Suppe. Also samstags war Suppentag. Kohlsuppe. Ja, da war unser Suppentag samstags. Man hat nicht geschadet, aber irgendwann konnte man das nicht mehr sehen. Als Kind konnte ich das nicht mehr sehen. Also das war manchmal etwas schwierig. Ja, und dann war das so bei uns. Kennt ihr sowas auch? Also, ja, wenn man so an die Kindheit zurückdenkt. Damals fand ich es nicht so schön, aber heute denke ich mir, ja, ne? Es war halt so und es war nicht schlecht, fertig. Also, ne? Zu der Suppe samstags hatten wir dann auch Brötchen, die wir dazu gegessen haben, oder halt, halt Brot. Aber das war früher gang und gäbe bei uns. Ja. Genau. Ja, und ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, wenn ihr Ideen habt zum Kochen, schreibt sie mir. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich probiere auch gern was Neues aus. Deswegen als her damit. Ja, und dann war die Woche noch. Was war denn noch die Woche? Ich weiß gar nicht. Ja, die Woche war irgendwie ein bisschen chaotisch. Ja, mein Sohn hatte frei, der hatte schulfrei, weil Prüfungen sind in der Schule. Also er selbst macht keine Prüfung, aber die Klassen über ihn, also die Abgänger, die machen Prüfungen, mündliche und ja, also Abiturprüfungen, mündliche, und deswegen hatte er dann heute frei am Freitag und war zu Hause. Ich bin dann auch hingegangen, muss ich ja ehrlicherweise sagen, und bin dann auch ein bisschen früher von der Arbeit heimgekommen, weil ich dachte, ach komm, es bietet sich an, dann nutzen wir das Ganze. Ja, so war das heute. Ja. Und deswegen, wie gesagt, wir hatten dann nur heute Mittag hatte ich jetzt nur Brot, weil meine Tochter kam noch nachher. Die hatte bis um 20 nach 1 Schule. Und wie sie dann daheim war, wollte mein Sohnemann noch in den Mediamarkt.
Und da fahren wir auch ein bisschen weiter. Da habe ich dann gesagt, gut, dann schnappt sich jeder jetzt ein Brot, wenn er Hunger hat, oder einen Joghurt. Meine Tochter hat sich dann eher Joghurt genommen. Aber der hat nicht so lange gehalten von der Sättigung her. Und dann sind wir halt in den Mediamarkt gefahren. Und nach dem Mediamarkt sind wir noch jetzt vorhin in den Globus bei uns. Und da haben wir ihm kurze Hosen gekauft, weil mein Sohnemann nächste Woche in einem Praktika ist. Mein Sohn macht ein Betriebspraktikum halt eine Woche lang, wo er sich eine Arbeit anschaut. Da hat er sich komplett selber drum gekümmert, fand ich ganz, ganz großartig. Ich meine, natürlich, ich habe über die Bewerbung drüber gelesen, das auf alle Fälle, ja. Aber den Rest hat er super alleine gemacht. Er hat nachher eigenständig angerufen im Betrieb, hat nachgefragt, ob dieses Praktika überhaupt möglich ist. Er hat dann auch bei der Stadtverwaltung angerufen, weil er wollte oder geht ins Schwimmbad. Mein Sohn ist in der DLAG und schwimmt sehr gerne und viel und will sich halt den Beruf des, ja, ganz plump gesagt, Entschuldigung, Bademeisters anschauen. Und das finde ich gut, denn wenn ihm das Spaß macht, und das macht er halt wirklich super gerne, schwimmen und gucken und alles, und deswegen ist das super. Der macht auch in der DLAG zweimal die Woche, also einmal in der Woche hat er sein Training und einmal in der Woche ist er mit den Kindern am Schwimmen. Also er bringt den Kindern das Schwimmen bei, das Seepferdchen. Und das macht er wohl wirklich, wirklich toll. Ich selbst habe ihn noch nicht dabei gesehen, weil er sagt halt, es ist ihm peinlich und nee, ich möchte nicht, dass du dazu guckst, Mama. Ich meine, kann ich ja nachvollziehen. Ja, man muss sich nicht überall reinhängen bei den Kindern. Sehen würde ich schon mal gerne, aber gut, ne? Da ist er schon groß und wenn er das nicht möchte, respektiere ich das natürlich. Aber so wie die Eltern erzählen von den Kindern und auch es ist immer ein Erwachsener noch dabei von der DLAG bei den Trainingseinheiten, und so wie die erzählen, macht er das wohl wirklich gut. Und ich muss euch sagen, da bin ich unglaublich stolz auf ihn. Auch mit dem Praktikum, dass er sich da eigenständig gekümmert hat, geschaut hat, angerufen hat. Ich habe nachher von der Stadtverwaltung gesagt bekommen, weil ich da auch jemanden kenne, es wären alle so begeistert gewesen und es wäre ja so selten, dass dann auch die Jugendlichen selbstständig anrufen und nachfragen, weil meistens schicken sie entweder eine E-Mail oder sie haben die Mama oder den Papa, der dann fragt. Und meiner hat es nicht gemacht. Also meiner war oder ist in der Hinsicht wirklich, wirklich toll. Da bin ich unglaublich stolz auf ihn. Das ist wirklich schön. Ja, und nicht genug, dass er Praktikum hat. Nein, die Kleine kam auch. Und gestern, am Donnerstag kam sie aus der Schule und hat eröffnet: Mama, die Schule hat gesagt, wir nehmen am
Girls Day Teil. Ich möchte an diesem Tag in einen Forstbetrieb reinschauen. Da war ich erstmal sprachlos, weil sie da so genau die Vorstellung schon hatte. Und habe dann gesagt, ja, Forstbetrieb, du weißt schon, was die machen. Ja, weiß sie. Sag ich, das möchtest du dir anschauen? Ja, dafür ist doch der Tag da, dass ich mal Sachen sehe, wo hauptsächlich Männer arbeiten. Sag ich, sag ich, in Ordnung. Sag ich, wir können ja mal fragen. Und sie hat heute eine Adresse genannt bekommen von der Schule, wo sie sich hinwenden kann. Und da hat sie gleich heute Nachmittag, nachdem sie ihr Brot gegessen hat natürlich, wie sie von der Schule kam, bevor wir losgefahren sind zum Mediamarkt, hat sie noch da angerufen. Ich habe noch gesagt, du brauchst nicht anrufen, es ist Freitagnachmittag, da ist jetzt keiner mehr. Lass ruhig sein, das können wir am Montag machen. Tja, gut, dass er nicht auf die Mama gehört hat, denn jetzt hat sie auch für den Girls Day einen Platz bei einem Förster. Sie darf mit einem Förster den ganzen Tag verbringen. Der hat auch gesagt, dass er sich extra dafür die Zeit nimmt und auch verschiedene Sachen vorbereitet, um den Beruf wirklich so mal zu zeigen, wie er wirklich ist. Und da war ich ganz, ganz sprachlos. Und dann dachte ich, siehst du mal, deine Kinder sind schon ganz schön groß. Das vergisst man manchmal als Mama. Manchmal vergisst man so Sachen. Also ganz, ganz toll. Wirklich klasse. Ja, und jetzt ist im April ist der Girls Day und dann geht sie dahin und schaut in den Beruf des Försters rein. Hat mich sehr erstaunt, dass sie diese Wahl getroffen hat, weil sie weiß eigentlich, oder sie weiß im Teil, sagen wir so, wir sind ja viel draußen wegen dem Hund. Und sie kennt ja einen Teil von so Forstarbeiten, weil wir ja auch unser Holz und alles selbst machen. Und da sind wir ja auch manchmal mit dem Förster unterwegs gewesen, um uns die Polter und alles anzuschauen. Also einen Teil kennt sie schon. Und weiß auch, dass das so eine schwere Arbeit ist. Aber ich finde es super klasse, dass sie sagt, nee, ich möchte das näher kennenlernen. Und das ist ja nicht nur sozusagen in Anführungsstrichen eine schwere Arbeit, sondern es ist eine schöne Arbeit, Mama. Und da dachte ich, ja, gut. Also für die Altersstufen hätte ich das nicht so eingeschätzt, muss ich ehrlich gestehen. Ja, da war ich so. War eine chaotische Woche, aber auch eine schöne Woche. Wirklich gut. Da geht einem doch das Herz auf. Also ich muss sagen, klasse. Das freut mich. Ich weiß ja nicht, ob andere Kinder in dem Alter dann genauso sind, aber meine Tochter ist gerade 11 und mein Sohn ist 14. Jetzt nur mal so am Rande nebenbei. No. Sie sind sehr, ja, sind mitten in der Pubertät, um Himmels Willen. Also meine Tochter kommt jetzt erst in die Pubertät, aber bis jetzt ist es noch einigermaßen auszuhalten. Ach, so ist es. Aber auch nicht schlimm. Ich war auch in der Pubertät. So. Und ich glaube, ich habe da auch meine Mama einige Nerven gekostet.
Da darf das jetzt bei meiner Tochter auch sein. Ja, so ist das. Genau. Und dann wollte ich noch sagen, ich bin ja extrem gerührt und überrascht, dass so viele doch bei meinem Codewort mitmachen sozusagen. So toll und so liebe Kommentare. Leute, ich bin euch so dankbar. Das ist so schön, wenn man mal ein paar nette Worte bekommt. Ja, und danke. Wirklich, wirklich. Vielen, vielen Dank. Da freue ich mich. Das ist so klasse. Da fehlen mir auch die Worte. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken kann, soll, darf. Denn ich finde, so Sachen sind sehr, sehr selten geworden. Wirklich Sachen, wo man sagt, oh, das freut mich und das ist schön, finde ich, ist in der heutigen Zeit sehr, sehr selten geworden. Ich meine, es ist nicht immer alles schön, um Gottes Willen. Aber man kann ja mal gucken, ob man nicht doch eine klitzekleinigkeit findet, wo einem gefällt. Ja. Und ich muss sagen, ich habe das mit YouTube gefunden. Mir gefällt es unglaublich. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich jetzt schon sozusagen mein 3. oder 4. Whip and Chat mache hier mit euch und euch einfach von meiner Woche erzähle. Ich dachte immer am Anfang, oh Gott, wen interessiert denn das? Also ich bin eigentlich kein Mensch, der viel erzählt, muss ich gestehen. Es ist auch bei mir auf der Arbeit so, dass ich nicht so viel von mir privat einfach erzähle, weil ich immer denke, ja, es ist ja Nebensache, es interessiert ja keinen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ja, so bin ich da halt eingestellt. Und ja, so Smalltalk, Leute, da bin ich hoffnungslos verloren. Ich kann mal übers Wetter reden, ja, aber danach, um Gottes Willen, da will mich keiner erleben. Dann schweige ich. Also das ist schon, wo ich mir manchmal denke, oh Gott, Boden, tu dich auf, bitte verschluck mich. Ne? Und ich finde jetzt mit diesen Whip and Chats, hat jetzt auch meine Kollegin zu mir gesagt, wo ich dann dachte, oh, sagt sie, du erzählst viel mehr. Sag ich, oh, ehrlich? Sagt sie, ja, das ist schön. Du bist sonst so schweigsam und ich weiß auch nie so genau, was du denkst, aber mittlerweile, das ist wirklich toll. Und da dachte ich dann auch, oh, siehste, da entsteht dann auch manchmal vielleicht ein ganz, ganz falscher Eindruck von einem, weil man halt leider nicht so gesprächig ist. No? Ja. Und deswegen finde ich das unglaublich schön, dass sich wirklich ein paar Leute die Videos auch anschauen. Und ich meine, ich sehe es ja an diesen, bei YouTube kann man das dann sehen, wie lang ein Video abgespielt wird. Oder wird es von so vielen Benutzern wird's komplett geschaut, von so vielen Benutzern nur bis dahin und dorthin und tralala. Und oh, ich freue mich so. Ich freue mich wirklich, dass ihr mir zuhört. No? Das ist total schön. Das ist total schön zu wissen. Ja, und deswegen, yay, vielen, vielen Dank dafür. No? Das ist auch nicht selbstverständlich, so Sachen. Und das sind
ja, diese Kleinigkeiten, oder für mich ist das keine Kleinigkeit, für mich ist das schon was Großes. Da geht mir das Herzchen auf und das freut mich einfach. Das finde ich total schön. Ja. Wirklich vielen, vielen Dank. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer da nächste Woche den Panda hat, so nach dem Motto. Ja, ich gönn's euch. Vielleicht kommt das dann mal öfters. Mal schauen. Also darüber habe ich mir auch so noch gar keine Gedanken gemacht. Ja, wir werden es sehen. Ihr werdet es mitbekommen. Na? Ja. So, seht ihr, und wir haben jetzt schon fast das Fältchen fertig. Da war ich doch ganz gut im Abschätzen von Sprechen und Painten. Denn da denke ich mir auch jedes Mal, ob du das überhaupt schaffen tust, weil man konzentriert sich ja auch darauf, was man erzählen möchte. Und ja, aber yay, ich habe es geschafft. Und ich hoffe, das war jetzt alles nicht zu langweilig für euch, die Themen, sondern weiß ja nicht, was ihr dabei macht. Ihr konntet ein bisschen zuhören, ein bisschen lauschen und oder auch ein bisschen entspannen. Ich meine, weiß ja nicht, was noch so gemacht wird. Ich glaube ja nicht, dass alle jetzt painten, sondern man kann ja auch dabei, weiß ich nicht, mal nach Zahlen machen, eine Handarbeit machen, putzen, geht auch, wenn man unbedingt möchte. Ja, oder was essen, einen Kaffee oder einen Tee trinken oder einen Saft. Ne? Gemütlich frühstücken kann man auch, wenn man sich das Video morgens anguckt. Je nachdem. Das ist doch auch eine Möglichkeit, die Zeit nett zu verbringen. So, schaut mal. Der obere Teil des Kopfes ist fertig. So, Moment, ich hole euch noch mal raus. Erst der Autofokus. Dann hole ich euch noch mal raus. So, da oben. Einmal fertig. Schön. Also der Hase kommt wirklich dann gut raus. Seht ihr es? Toll, freut mich. Ja, dann hoffe ich, hat euch das Video soweit gefallen. Und wir hören und sehen uns dann das nächste Mal. Ihr könnt mir gerne ein Däumchen nach oben geben, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.